Hi, ich bin Ibo, ich bin 22 Jahre alt. Äh, Ich komme aus Syrien. Mein Leben in Syrien war am Anfang auch ganz normal Leben wie alle anderen Menschen in ganz Welt, sage ich so. Ich war in der Schule, im Gymnasium und zwar ja, vor dem Gymnasium war ich auch in Syrien, sagt man, in Adadi. Das ist so wie französische Konzept in der Schule. Und es war ganz normal. Ich bin einfach jeden Morgen in die Schule gegangen und nach der Schule mit Freunden was gemacht und auch was gelernt. Und es war alles super gut. Ab 2011, da war ich auch im Gymnasium, hat der Krieg angefangen und dann war auch die Schule nicht so sehr wichtig in die Zeit und da war ich nur 2, 3 Stunden in der Schule und dann war ich immer auch mit Freunden was gemacht, aber es war immer gefährlich. Und in letzter Zeit durfte ich auch nicht so viel auf die Straße gehen, weil meine Eltern haben Angst gehabt, dass ich zur Armee gehe oder die Armee mich auf die Straße nehme. Nicht, dass ich gehe, weil ich wollte eh nicht, aber die haben einfach die jungen Menschen auf die Straße genommen zur Armee. Und da war ich 16, 17 und dann war gefährlich bei mir. Ja, deswegen, die haben mich nach Deutschland geschickt. Meine Reise, meine Flucht, ich erzähle das noch nicht so ganz gerne. Ich versuche und habe ich noch nicht so viel geschafft, ein Buch drüber zu schreiben. Äh, Ich erzähle noch nicht so ganz gerne in so meine Flucht, weil das war halt einfach sehr, sehr schwierig und das für mich psychisch ist. Ich bin nicht auf die Lage, jetzt einfach so schnell erzählen. Ich brauche immer Zeit, in dem ich das erzählen kann, aber ich kann nur sagen, das war sehr schwierig. Das kann man sich nicht vorstellen, wie die Flucht ist. Es ist halt einfach, es war eine schwarze Monat in meinem Leben, kann ich so bezeichnen. Ich war unter 18 und deswegen war ich eine minderjährige Gruppe und das war für mich sehr, sehr gut am Anfang, weil ich durfte duschen, essen, schlafen und war für mich wie ein Paradies erste paar Wochen. Aber danach, die haben mich nach Bamberg geschickt, Stadt Bamberg, das ist auch in Bayern. Und dann es ging mir nicht so ganz gut, weil das war alles wieder Neues. Ich habe meine Sicherheit verloren und dann es gab eine Zeit, in der es für mich nicht so cool war. Ja, und langsam bin ich zur Schule gegangen, Ausbildung angefangen als Kinderpflege. Ich bin jetzt mit Kinderpflege fertig. Ich mache jetzt Erzieher und ich bin jetzt auch viel in politische Vereinen aktiv, zum Beispiel Change e.V. Ich bin bei Seebrücke und Fridays for Future, Mannwache Asyl und andere Aktivitäten, die in Stadt Bamberg sind. Naja, in den USA zum Beispiel, mein nächster Wunsch ist, dass der Trump nicht bleibt, weil das wäre richtig schlimm. Wenn ich an Trump denke, dann denke ich auch an meine Eltern, weil die sind auch bei der türkischen Grenze und wenn das Trump gewinnt nochmal, der Erdogan wird wieder eine Invasion in Nordsyrien machen und das wäre richtig krass, weil meine Eltern da sind. Deswegen ich wünsche mir, dass Trump nicht gewählt wird. Was ich wünsche, ist natürlich, wie gesagt, dass Trump nicht gewählt. In Deutschland ich wünsche mir auch eine Politik mehr an Klimawandel beachtet und eine menschliche Politik, weil was jetzt in Moria passiert, das darf nicht passieren, weil das ist kein Menschenunwürde in einem europäischen Land, das geht gar nicht. In Moria ist es eine kleine Camp, die Menschen, die aus verschiedenen Ländern geflohen und nach Europa kommen wollten und die haben den auf eine Insel, auf den Inseln ist es so klein, das sollte einfach nur 2000 Menschen wohnen und es wohnen 10.000 Menschen in einem Zelt ohne Wasser, ohne Essen. Es gibt sehr schwierige Bedingungen und in den letzten Tagen es hat auch gebrannt. Die Menschen haben nicht mehr Wohnung, die haben auf die Straße geschlafen, die haben Kinder auf die Straße geschlafen. Es war sehr schlecht und trotzdem die EU hat die Probleme noch nicht gelöst und die haben die Flüchtlinge nicht aus Moria genommen. Naja, als einzelne Person kann man tun, indem sich mit auch aktiv
beteiligen in seiner Stadt weil man lokale Politik bringt auch viel. Man kann auch spenden an die Menschen, die dort sind. Es gibt viele Möglichkeiten, wenn man will, da kann man auch suchen und was machen auch. Okay, das ist eine sehr spannende Frage. Ich sage immer, ich will positiv denken, aber leider, wenn ich Politik jetzt sehe, dann sehe ich wirklich sehr negativ. Es sieht negativ aus, weil die Politik hat sich nicht verändert in den nächsten Jahren und ich glaube in den nächsten Jahren auch. Im letzten Jahr hat sich nicht verändert und in den nächsten Jahren wird auch sich nicht so radikal ändern. Deswegen, ich glaube, wir in den nächsten Jahren bekommen ein großes Problem mit Klimawandel und es wird schlimmer, als man denkt. Ich glaube, es viele Menschen würden fliehen, bis 1 Milliarde Menschen bis 2050 und ich glaube, das wird jetzt schlimmer, wenn man nicht handelt zurzeit und ich kann mir jetzt nicht genau vorstellen, was ist in 15 Jahren passiert, aber ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, dass unsere Welt wird leider schlimmer, weil wenn Klimawandel, wie gesagt, schlimmer wird und die Erdentemperatur mehr als 1,5 oder bis 2 Grad sind, dann es gibt viele Menschen, die nicht mehr Heimat haben. Zum Beispiel Meer wird ansteigen und die Insel wird überschwemmt oder auch Menschen, die in Ländern, die nicht mehr Essen haben, weil die Sonnenstrahlung so heiß oder so warm ist, dass die nicht mehr ernten können oder die Trockenheit, es wird immer schlimmer und das Menschen müssen fliehen. Deswegen wir brauchen, wie gesagt, eine radikale Politik jetzt zum Thema Klimawandel. Das Klimawandel und Umweltbewusstsein ist zurzeit, in meiner Region ist schon bewusst und Menschen tun was dazu, weil es gibt eine demokratische Kantonen in Nordsyrien, das heißt Rojava. Wenn man sucht, kann man auf Wikipedia oder auf Internet suchen, kann man auch sich informieren. Dort sieht gut aus, aber trotzdem, man hat auch in den letzten Wochen gesehen, viele Waldbrand in Syrien und man sieht immer, dass die Temperaturen in Syrien steigen bis zum Beispiel 50 Grad. Das ist nicht normal und ja, Klimawandel war auch ein Grund, warum der Krieg in Syrien angefangen zum Beispiel. Ich war jetzt sehr, sehr zufrieden, weil wir waren 600 in Bamberg in Corona-Zeit, Corona-konform. Das ist erfolgreich für uns. Letztes Jahr in die Zeit, wir haben 3500. Natürlich, man kann nicht vergleichen, weil letztes Jahr gab auch kein Corona. Aber jetzt, trotz Corona, haben wir so viel geschafft, dass so viele Menschen auf die Straße kommen. Das war ein großer Erfolg für uns alle bei Fridays for Future. Ob die Bewegung steigt, das kann ich jetzt nicht sagen, weil jetzt durch den Corona hat man den Klimaschutz oder Klimawandel allgemein hat man nicht so als erster Punkt, der wichtig ist. Deswegen viele Menschen denken jetzt an Corona, sage ich so, und Klimawandel leider vergessen haben. Aber ob die Fridays for Future jetzt größer wird, glaube ich schon in den nächsten Jahren. Ob Fridays for Future ist oder eine neue Bewegung, weil der Klimawandel wird halt schlimmer und wenn es schlimmer wird, dann wird es große Bewegung geben. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, früher habe ich viel Kleidung gekauft, jetzt kaufe ich fast gar keine, gehe zum Tauschkleidung oder zum Einkaufen, wenn ich auch einkaufe. Früher habe ich einfach eingekauft, jetzt ich schaue, woher kommt denn Produkt, ob das jetzt nachhaltig ist oder bio ist, genau hinschauen, bewusst mit die Sachen umgehen und zum Beispiel Fahrrad. Ich fahre die ganze Zeit mit meinem Fahrrad die 3 Dinge, mache ich jeden Tag eigentlich. Jeder Einzelne kann was machen. Er konnte auch was machen.